Heute zeige ich euch dieses richtig leckere Vollkornbrot. Und wer mich bis jetzt noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun. Für euch ist das nur ein kleiner Klick, für mich ist das eine große Unterstützung. Damit helft ihr mir, dass mein Kanal weiter wächst. Als erstes habe ich hier 440 Milliliter warmes Wasser und darauf gebe ich 5 Gramm Trockenhefe. Das löse ich als allererstes auf und stelle das zur Seite. Dann nehme ich mir eine große Schüssel, 400 Gramm Weizenmehl 1050. Das ist genau zwischen hellem Weizenmehl und Vollkornweizenmehl. Und hier habe ich 200 Gramm Vollkornweizenmehl. Das Mehl habe ich vorher gesiebt. Hier habe ich 1,5 Teelöffel Salz. Das sind ungefähr 8 Gramm. Und schon mal grob verrühren. Darauf gebe ich einen Esslöffel Sesam, einen Esslöffel Sonnenblumenkerne und einen Esslöffel geschrotete Leinsamen. Und nochmal verrühren. Meine Hefe hat sich in der Zwischenzeit schon mal aktiviert. Ich rühre das jetzt noch einmal um und gebe das in einem Schwung auf mein Mehl. Und das verrühre ich jetzt einfach mit einem Löffel. Und das war's auch schon. Das decke ich jetzt ab und stelle das zur Seite, bis sich der Teig verdoppelt hat. Das sind in etwa 2 Stunden. Mein Teig ist jetzt schön aufgegangen. Das hat jetzt so ziemlich genau 2 Stunden gedauert. Jetzt brauche ich nur Backpapier und darauf gebe ich ein bisschen Mehl. Jetzt gebe ich meinen Teig auf die bemehlte Fläche. Jetzt falte ich den Teig einmal ringsum in dem Mehl. Jetzt habe ich hier noch ein paar Körner und die streue ich einfach oben über mein Brot. Ich heize meinen Ofen jetzt auf 220 Grad Ober-Unterhitze vor und wenn der Ofen vorgeheizt ist, backe ich das Brot für erstmal 45 Minuten samt Deckel. Jetzt nehme ich den Deckel runter, entferne das Backpapier . Und jetzt wird das Brot für 30 Minuten ohne Deckel weitergebacken. Sieht das Brot nicht super aus? Das Brot ist fertig und ich zeige euch jetzt mal, wie lecker das von innen aussieht. Ja, klasse. So sieht das von innen aus und ich verspreche euch, das ist richtig lecker. Ein richtig leckeres Vollkornbrot. Ich hoffe, das Brot schmeckt euch genauso gut wie uns. Viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wer mich bis jetzt noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun. Für euch ist das nur ein kleiner Klick, für mich ist das eine große Unterstützung. Damit helft ihr mir, dass mein Kanal weiter wächst.